Versace Eros versus Versace Eros Flame. Wir reden heute darüber, welche der beiden Düfte besser riecht, länger anhält und für dich die richtige Wahl ist. Wir beginnen mit dem Versace Eros. Hier haben wir die Eau de Toilette Variante mit insgesamt 100 Milliliter im Flakon. Das Flakon ist relativ simpel gehalten, in einem schönen Blau. Vorne wie hinten haben wir eine leichte Riffelung, dadurch lässt sich der Flakon auch sehr gut halten. Natürlich für Versace üblich haben wir vorne nochmal die Versace Medusa drauf, ebenfalls wie am oberen Kopfende. Ansonsten haben wir noch goldene Akzente am Flakon, wie ihr eben gesehen habt, oben, wo die Medusa drauf ist, wie auch drinnen der Sprühkopf. Die Verpackung ist relativ simpel gehalten, wie der Duft auch selber, haben wir ebenfalls diese schöne blaue Farbe mit den goldenen Akzenten, hier als Schriftfarbe. Die Medusa ist ebenfalls hier leicht eingeprägt, ebenfalls natürlich das Versace Greco-Muster. Hinten noch die Informationen zum Duft, was da drin ist und unten von wem es kommt und wo es hergestellt wurde. Als Kopfnoten haben wir bei dem Versace Eros Minze, italienische Zitrone wie auch grünen Apfel. Und das merkt man auch. Der Duft ist relativ frisch, wenn man ihn aufsprüht. Man hat direkt einen Hauch von Minze, der einen umhaut. Das Besondere dabei ist auch, dass wenn man ihn aufsprüht, man ein Gefühl hat von Frische. Das ist wirklich unfassbar. Wenn ihr den Duft aufsprüht, habt ihr wirklich eine kühle Stelle am Körper. Sprich, sie benutzen echte Minze. Das ist ziemlich gut, das riecht gut, das hält lange an und es ist einfach mega. Nicht zu vergessen ist aber auch das Ambroxan, was da drin ist. Das verleiht dem Ganzen eine tiefere Note, ein bisschen was Schwereres, ein bisschen was, das dem Ganzen einfach so einen Punch gibt. Im Verlauf des Duftes werdet ihr aber auch merken, dass immer und immer stärker die Zitrone rauskommt, ebenfalls wie die Tonkabohne. Das äußert sich darin, dass man sowas vanillig, minzig, aber auch mit einem wirklich deutlichen Zitronenhauch hat, was wirklich extrem lange anhält und extrem angenehm ist. Neben dem Ambroxan haben wir aber auch noch einen Rosmarin in der Herznote, was das Ganze ein bisschen würziger macht. Das Ganze nicht so langweilig, sondern ein bisschen breiter aufstellt, sodass der Duft jederzeit präsent ist, ein bisschen was Tieferes hat als nur Kopfnoten und wirklich, wirklich angenehm zu riechen ist. Wenn wir uns den Duft mal aufsprühen, werden wir direkt merken, was die Kopfnoten am Anfang tun. Wir merken direkt einen riesigen Hauch von Apfel, der uns entgegenströmt. Das Zitronige liegt eher im Hintergrund. Was besonders ist, ist es aber einfach frisch. Man hat am Anfang nicht so das Gefühl, man wird von irgendwas komplett umgehauen, aber trotzdem merkt man die Noten. Es ist kein Brei, trotzdem hat man einfach wirklich diese breite Aufstellung an Düften, an Noten. Das ist wirklich geil. Dieses Vanille, was da drin ist, kommt vom Anfang bis zum Ende durch. Das wird nicht weniger. Das Einzige, was mehr wird, ist einfach die Zitrone und das ist wirklich eine Hammer-Sache. Das riecht einfach mega gut. Weiter geht's mit dem Versace Eros Flame, hier in der Eau de Parfum Version. Wir haben hier insgesamt 200 Milliliter in der Flasche drin. Vom ganzen Antlitz macht es natürlich direkt den Anschein, dass es ein Nachfolger, ein Flanker von dem Versace Eros ist. Ebenfalls haben wir hier vorne wie hinten die leicht geriffelte Oberfläche und die Medusa vorne wie oben drauf. Leichte Farbakzente werden hier weggelassen. Wir haben hier einen blauen Deckel, wenn wir hier einen komplett goldenen Deckel haben. Aber im Inneren haben wir natürlich trotzdem den goldenen Sprühkopf. Und der Sprühkopf ist auch derselbe. Als Kopfnoten haben wir hier die Zitrone, die Mandarine, Chinotto, Pfeffer und Rosmarin. Insgesamt ähnelt der Duft dem Versace Eros doch schon ziemlich. Aber er ist viel, viel tiefer, viel würziger und auch viel süßer, fruchtiger. Besonders, wenn man den Duft erst mal aufsprüht, merkt man direkt diesen Hauch von Mandarine, der einem entgegenkommt. Was die beiden aber auch besonders verbindet, ist das Rosmarin. Beim Opening merkt man es überhaupt gar nicht. Später aber, wenn der Duft immer noch projiziert, aber schon ein paar Stunden auf der Haut ist, merkt man wirklich, dass das Ganze ziemlich warm, diese Duft-DNA von beiden sehr angenehm ist, sehr frisch. Hier aber natürlich weniger minzig und damit viel weniger für den Sommer geeignet. Testen wir also mal den Versace Eros Flame auf der Haut. Wenn wir daran riechen, merken wir direkt diesen Hauch von Mandarine, der uns entgegenströmt. Ebenfalls, wir haben noch Minze drin, aber viel, viel weniger. Die Zitrone ist da viel, viel präsenter. Ja, der Rosmarin ist eher im Hintergrund. Man merkt es wirklich eher, wie eben gesagt, wenn man ihn länger auf der Haut hat. Und die Vanille. Das, was einen aber wirklich umhaut, ist die Mandarine und die Zitrone und die bleiben auch länger da. Natürlich nicht so intensiv wie am Anfang, aber die machen das Ganze extrem wohlig, extrem frisch und extrem fruchtig. Die Silage und die Haltbarkeit der beiden Düfte sind insgesamt extrem gut. Man muss wirklich sagen, dass der Versace Eros Flame länger hält und auch eine deutlich höhere Silage hat, das heißt den Raum einnimmt und von deiner Haut weg projiziert. Der Versace Eros Eau de Toilette ist trotzdem keine schlechte Variante, der nimmt trotzdem immer noch den Raum ein. Ich habe mit dem Versace Eros Flame schon so viele Komplimente bekommen,
weil der Duft einfach extrem blumig ist, extrem fruchtig. Man kann ihn einfach nicht mögen. Das ist einfach ein toller Duft für jedermann zwischen, ich würde sagen, 15 und 30. Das gilt übrigens auch für beide Düfte. Beide Düfte sind, dadurch, dass sie sehr süß sind, sehr angenehm und wirklich einfach gemocht werden müssen, in dem Alter perfekt für jeden, der sowas möchte, der Komplimente möchte und der die beiden Düfte als ewige Tag- und Nachtbegleiter haben möchte. Welcher der beiden Düfte ist also besser? Der Versace Eros oder der Versace Eros Flame? Die Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten, denn man muss sich anschauen, für was möchte ich den verwenden. Besonders im Sommer ist der Versace Eros die viel bessere Wahl. Der ist minziger, der ist frischer, der ist angenehmer, vanilliger und einfach auch besonders durch die Minze einfach viel frischer, raumeinnehmender und angenehm zu tragen. Im Herbst, Winter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Der Versace Eros Flame ist da definitiv die viel bessere Wahl. Mich würde interessieren, ob du mir zustimmst, dass der Versace Eros besonders für den Sommer und der Versace Eros Flame eher für den Herbst und Winter geeignet ist. Schreib auch gerne dazu, ob du einen von den beiden Düften hast und welche Düfte du gerne bald sehen möchtest.